Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um einen folgenreichen Unterschied, der für die Wirksamkeit eines Supplements mitentscheidet. Pflanzenpulver oder Pflanzenextrakt? Dieses Video soll also helfen, bisherige Kaufentscheidungen entweder zu bekräftigen oder zu hinterfragen. Los geht's! Pulver klingt natürlicher. Extrakt von extrahieren, also herauslösen stammend, klingt konzentrierter. Im Internet findet man zu beiden Wirkstoffformen durchaus überzeugende Argumente. Wenn man das Thema aber einmal nüchtern analysiert, bemerkt man schnell, bei der Auswahl geht es gar nicht in erster Linie um Natürlichkeit, es geht tatsächlich um drei ganz andere Fragen. Erstens, wie viel Hauptwirkstoff nehme ich tatsächlich ein? Zweitens, wie gut wird dieser Wirkstoff vom Körper aufgenommen? Und drittens, wie konstant ist die Dosierung tagtäglich? Beginnen wir einführend mit der grundlegenden Unterscheidung zwischen Pulver und Extrakt. Ashwagandha dient bei den folgenden Vergleichen in diesem Video lediglich als Beispiel für viele andere Pflanzenstoffe. Die gezeigten Unterschiede zwischen Pulver und Extrakt finden sich in ähnlicher Form auch bei zahlreichen anderen pflanzlichen Supplementen. Ein Pulver bedeutet in der Regel, die Pflanze oder Wurzel wird getrocknet, gemahlen und das Pulver anschließend verpackt und verkauft. Man nimmt also die gesamte Pflanze in pulverisierter Form zu sich, mit Fasern, Zellstrukturen, Begleitstoffen und natürlich auch mit den eigentlichen Hauptwirkstoffen. Ein Extrakt entsteht hingegen auf eine andere Weise. Hier werden bestimmte Inhaltsstoffe gezielt aus der Pflanze mit Heißwasser oder Ethanol-Wasser-Gemischen herausgelöst und anschließend konzentriert. Das Ergebnis ist kein vollständiges Pflanzenpulver mehr, sondern ein Produkt, bei dem ausgewählte Bestandteile angereichert wurden. Und genau in dieser Hinsicht beginnt der eigentliche Unterschied zwischen Extrakt und Pulver. Erstens vergleichbarer Gehalt an Hauptwirkstoffen in vielen Extrakten. Das bedeutet, wenn auf einem Produkt beispielsweise 5% einer bestimmten Wirkstoffgruppe angegeben sind, erhält man bei jeder Einnahme dieselbe Milligrammmenge. Bei Pulver sieht das anders aus. Hier kann der Hauptwirkstoffgehalt je nach Pflanze, Herkunft, Ernte, Lagerung und Verarbeitung deutlich schwanken. Wenig verwunderlich also, dass die moderne Humanforschung Pulverprodukte aufgrund der nicht gewährleisteten Vergleichbarkeit von Ergebnissen weitgehend meidet. Denn ohne Standardisierung leidet genau diese Vergleichbarkeit. Stattdessen werden nahezu immer Extrakte mit exakt definierten Mengen eingesetzt. Wer sich also an den zitierten Humanstudien orientieren möchte, sollte Präparate auswählen, bei denen die zugeführte Menge des Hauptwirkstoffes nachvollziehbar ist. Und genau hier haben jene Supplemente aus Extrakt einen klaren Vorteil. Zweitens, Anteil der Hauptwirkstoffe. Bei Extrakten wurden große Teile der pflanzlichen Grundmasse bereits entfernt. Zurück bleiben vor allem jene erwünschte Bestandteile, die für die spätere Wirkung ausschlaggebend sind. Bei Supplementen auf Pulverbasis nimmt man hingegen die gesamte Pflanze in gemahlener Form zu sich. Also nicht nur den kleinen Hauptwirkstoffanteil, sondern zugleich auch Fasern, Zellulose, pflanzliche Gewebeanteile, Restfeuchtigkeit und zahlreiche Begleitstoffe. Dementsprechend machen die angestrebten Hauptwirkstoffe im Pulver oft nur einen kleinen Teil der Gesamtmenge aus. Für die Praxis heißt das, für dieselbe Menge an Hauptwirkstoffen braucht man vom Pulver meist deutlich mehr Kapseln als vom Extrakt. Auch deshalb werden viele randomisierte kontrollierte Humanstudien RCTs vorzugsweise mit Extrakten durchgeführt.
Drittens, Bioverfügbarkeit. Gemeint ist damit, welcher Anteil der aufgenommenen Hauptwirkstoffe gelangt nach Verdauung und Aufnahme tatsächlich in den Blutkreislauf und steht dem Körper für eine Wirkung zur Verfügung. Bei Extrakten liegen die relevanten Hauptwirkstoffe bereits in gelöster Form vor. Das pflanzliche Gewebe wurde dabei weitgehend aufgebrochen oder entfernt. Der Körper muss deshalb deutlich weniger Vorarbeit leisten. Die Wirkstoffe liegen gewissermaßen bereits in vorverdauter Form vor. Im Pflanzenpulver sind viele dieser Stoffe weiterhin in feste Zellstrukturen eingebettet. Der Körper muss diese Strukturen zunächst enzymatisch aufschließen, erreicht dabei aber nie einen vollständigen Zugriff auf alle enthaltenen Hauptwirkstoffe. Ein Teil von ihnen bleibt deshalb ungenutzt und wird wieder ausgeschieden. Ausschlaggebend ist also zweierlei: die aufgenommene Menge und der Anteil, der dem Körper davon tatsächlich zur Verfügung steht. Viertens, Preisvergleich. Pulver wirkt auf den ersten Blick günstiger. Der Preis pro Gramm liegt meist unter dem eines Extrakts. Verglichen wird dabei allerdings die Gesamtmenge in Gramm oder Kilogramm, nicht die Menge der tatsächlich enthaltenen Hauptwirkstoffe. Ein sinnvoller Vergleich müsste sich daher auf die Kosten pro Hauptwirkstoffmenge beziehen. Genau dieser Vergleich scheitert bei reinem Pulver meist schon daran, dass der Gehalt der Hauptwirkstoffe weder verlässlich ausgewiesen noch konstant ist. Eine belastbare Gegenüberstellung der tatsächlichen Kosten ist deshalb häufig gar nicht möglich. Ein niedriger Preis pro Gramm sagt folglich wenig darüber aus, wie wirtschaftlich ein Präparat am Ende wirklich ist. Fünftens, breiteres Nährstoffprofil. Pulver enthält die vollständige Pflanze und damit zwangsläufig auch mehr unterschiedliche Inhaltsstoffe. Das wird oft als Vorteil verkauft. Für die Einordnung zählt vielmehr folgende Frage: Geht es um eine möglichst große Vielfalt an Substanzen oder um gezielt untersuchte Hauptwirkstoffe? In Humanstudien stehen fast immer bestimmte Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen im Vordergrund. Das vollständige Pflanzenmaterial spielt in diesem Zusammenhang keine tragende Rolle. Der Hinweis auf ein breiteres Nährstoffprofil klingt daher stärker, als er für die praktische Anwendung tatsächlich ist. Der eigentliche Bezugspunkt: die Form, in der eine Substanz in Humanstudien untersucht wurde. Denn am Ende zählt nicht der Eindruck von Natürlichkeit. Wurde dabei ein Extrakt verwendet, lassen sich die Ergebnisse nicht einfach auf Pulver übertragen. Beide Formen unterscheiden sich in der Verlässlichkeit der Wirkstoffmenge, im Anteil der Hauptwirkstoffe und in ihrer Aufnahme im Körper. Wenn man sich an wissenschaftliche Daten halten möchte, sollte man diese Unterschiede mitdenken. Und damit sind wir auch schon beim Fazit angelangt. Die folgende Tabelle fasst das Gesagte noch einmal kurz zusammen. Pulver mag sicherlich natürlicher und ursprünglicher sein und kann in der Praxis durchaus sanfte Effekte entfalten. Extrakt ist dafür verlässlicher dosierbar und insgesamt definitiv die wirksamere Wahl. Wer sich außerdem an Humanstudien orientieren will, profitiert von genau dieser Zuverlässigkeit und Übertragbarkeit. Damit löst sich auch die Frage auf dem Videocover auf. Die ungefähr 10-fach stärkere Pille ist in der Regel der deutlich wirkstoffreichere Extrakt. Übrigens, für bestmögliche Erfolge mit Nahrungsergänzungsmitteln empfehle ich zusätzlich das Video Anti-Aging-Pillen, hol das Maximum heraus aus meiner Bibliothek. Sofern dir diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann folge mir ab jetzt gerne. So kannst du am schnellsten auf meine Bibliothek mit allen bisherigen Wirkstoffanalysen zugreifen
und bleibst natürlich auch zukünftig bestens informiert mit Blick auf die Frage, Supplement testen oder doch besser links liegen lassen. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Lieben.